Tja, Maria Magdalena war eigentlich gar kein richtiges Video, denn zum damaligen Zeitpunkt, ich kann mich erinnern, da war das noch gar nicht so aktuell mit Musikvideos. Das war gerade erst im Kommen. Ich kann mich auch noch erinnern, das hat Mike Leckebusch gedreht. Und ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass mich in Deutschland niemand haben wollte, sprich TV-Sendung. Die haben mich alle abgelehnt. In Griechenland war Maria Magdalena zuerst Nummer 1, dann in der Türkei. In Frankreich war es, glaube ich, auch dann Nummer 1, genau. Und erst danach, nachdem die Touristen, denn es war August, das vergesse ich nie, nach Deutschland zurückkamen, haben sie die Plattenläden gestürmt und haben den Song gekauft. Und ich glaube, sie wussten selber nicht, dass ich aus Deutschland stammte. Und dann ging ich auch Nummer 1 in Deutschland und man hatte zum ersten Mal auch eine TV-Sendung, nachdem ich Nummer 1 war in den Charts. Und das war Rock Pop Music Hall. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und dann ging es richtig ab. Da war ich Nummer 1 ganz schnell, auch in Deutschland. In the Heat of the Night war mein erstes Musikvideo. Der Regisseur war Michael Benteler. Er war damals der Regisseur von der Musiksendung Formel 1. Und gedreht haben wir das Video in einer alten Coca-Cola-Fabrik, die inzwischen, glaube ich, abgerissen wurde. Draußen lag Schnee und innen haben wir mit Trockeneis gearbeitet. Und es sah alles aus, als würden wir in Saunaräumen drehen, trotzdem mit Klamotten und Öl auf der Haut. Und es war eigentlich ganz witzig. Und mit diesem Song habe ich es auf Platz 2 geschafft. Nummer 1 war damals Elton John mit dem Song Nikita. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und ich bin einfach nicht an ihm vorbeigekommen. Er blieb Nummer 1 und ich blieb Nummer 2. Aber nach so langer Zeit kann ich ihm das verzeihen, denn einer meiner Zwillinge heißt Nikita. Little Girl, eins meiner Lieblingsvideos. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, denn es war auch eines der teuersten Videos, was wir je gedreht hatten zur damaligen Zeit. Das Video hat 350.000 Mark gekostet, das war ein Vermögen. Wir haben 10 Tage lang in Venedig gedreht und ich war unglaublich stolz, da ich auch die Geschichte selbst, das Storybook selbst geschrieben hatte. Und dem Videoregisseur hat es so gut gefallen, dass er sie gleich übernommen hat. Dafür musste ich ganz schön büßen, denn es war Januar und es hat geschneit. Und die Story war so eine leichte Märchengeschichte, wo ich den Schuh verliere und musste also 10 Tage lang immer wieder barfuß bei Schnee im Regen. Also ich habe, glaube ich, nie mehr in meinem Leben so gefroren wie in diesen 10 Tagen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und was auch sehr schön ist, was man gleich auch sieht, ist, es wurde auf Filmmaterial gedreht und ich glaube, wir kamen mit 20 oder mit 25 Filmrollen, so große, nach Hause nach 10 Tagen. Das ist so viel wie für einen Spielfilm heutzutage. Und dann haben wir geschnitten, die schönsten Szenen genommen und also bin sehr stolz auf dieses Video, eins meiner schönsten Videos. Tja, Innocent Love. Das war das erste Video, was ich damals mit Doro gedreht habe. Und die Location war die Formel 1 Halle in München, also Filmgebiet, Filmecke München. Und die Strandszenen wurden auf Ibiza gedreht. Was mir sehr auffällt bei diesen Videos war unglaublich alles, die breiten Schulterpolster und voll behangen mit Schmuck. Und damals hatte ich den Schmuck, weil ich so Modeschmuck liebte, in Cannes gekauft und auch in Paris. Und das war mir aber dann irgendwann zu teuer. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, das doch alles selbst zu machen. Dann habe ich mir einzelne Perlen gekauft und habe dann angefangen, meinen Schmuck selbst zu kreieren, mein Styling selbst zu kreieren, immer passend zum Bühnenkostüm. Also von diesem Video an habe ich das so gemacht und das war eigentlich ganz witzig. Aber wenn ich mir das heute anschaue, ist schon ganz lustig, denn so alles überbehangen, wo man doch heute eher so weniger ist mehr denkt. Auch die Frisur hoch und also unglaublich, aber heute schaut man sich das mit einem Schmunzeln an. Aber es war auch zum damaligen Zeitpunkt, war das total angesagt. Hi, hi, hi. Auch ein sehr aufregendes Video. Bavaria Filmstudios haben wir es gedreht.
Und ich kann mich erinnern, ich hatte ein wahnsinniges Glück, denn man hatte in den Filmstudios damals einen Film gedreht über die 30er Jahre. Und so dementsprechend sah auch die Kulisse aus. Und ich durfte sie benutzen. Aber was ganz wichtig war bei diesen Videos, waren die Außenaufnahmen. Es wurde auf Live-Konzert gefilmt. Und über die AZ wurde eine kleine Anzeige gestartet, wo stand, wer hat Lust, Statisten gesucht, beim Sandra-Video, Bavaria Filmstudios dann und dann, bitte 12 Uhr mittags da sein. Und sie kamen. Und bis zum Abend waren es 1200 Leute. Also sehr überraschend für mich und ich war unglaublich stolz. Und die haben Party gefeiert und wir hatten wahnsinnigen Spaß. Das Publikum war auf meiner Seite, weil es waren richtige, echte Fans, die mich einfach sehen wollten. Ich kann mich auch noch erinnern, dass es zum ersten Mal war, dass ich Werbung in diesem Video hatte. Und zwar mit einem Produkt, was es heute noch gibt, von Wella, High Hair. Und dank meines cleveren Managers hat er einen super Deal daraus gemacht und das war nicht schlecht. Was ich auch noch habe, ist mein Kostüm. Sämtliche Kostüme übrigens von sämtlichen Videos und von sämtlichen Songs habe ich alle noch. Das war das die Corsage. Dann gab es diesen Gürtel, den hatte ich zweimal um den Körper gewickelt. Und natürlich dieses Teil, breite, weite Schultern, so wie das damals so üblich war. War klasse. Loreen, Bavaria Filmstudios in München. Und weil die Musik für sich sprechen sollte, sollte das Video sehr ruhig und sehr einfach gehalten werden. Eine Kulisse, aber ein Wunsch von mir war es, dass Celli im Hintergrund sind. 3 Celli und das fand ich super. Ja, Midnight Man. Gedreht haben wir es in München mit den Bavaria Studios. Damals hat auch Stefanie Tücking mitgespielt, die damals die Formel-1-Sendung moderiert hatte. Und ich hatte mich so ein bisschen mit ihr angefreundet und es sollte ein absolutes Chaos-Video werden. Die Puderquasten flogen durch den Raum, die Klamotten. Übrigens auch das einzige Video, wo Michael mitspielte. Denn es sollte am Schluss eine Kussszene geben. Und ich sagte, wenn das passiert, dann, wenn ich jemanden küsse, dann nur meinen Mann. So, und das haben wir gemacht, aber am Ende haben wir uns doch entschlossen, die Szene rauszuschneiden. Everlasting Love wird mir immer in Erinnerung bleiben. Regie führten damals die Doros. Gedreht haben wir in Wien. Und im Theaterhaus in Wien haben wir uns Kostüme ausgeborgt, weil es gab 20 verschiedene Szenen in diesem Video. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich hatte nur 20 Minuten von einer Szene zur anderen, um das komplette Styling umzustylen. Sagen wir mal von Hairstyling über Make-up, über Fingernägel, Klamotten, alles. Es ging also zack, zack, zack und wir hatten 3 Tage lang 12 Stunden am Tag gedreht. Nachdem alles fertig war und wir einen riesen Spaß hatten, fuhr ich zum ersten Mal mit Michael in Urlaub nach Lanzarote für eine Woche. Und als wir nach Hause kamen, schön braun gebrannt von der Sonne, lag das Fax da. Tja, die Hälfte des Materials ist leider kaputt gegangen bei der Überspielung. Es war ein weißer Streifen. Wir müssen die Hälfte nochmal drehen. Es gab natürlich Probleme, denn wenn du braun gebrannt bist, wie willst du eine Szene drehen mit einem hellblauen Kleid und weißer Perücke und weißem Puder überall? Und es war unglaublich kompliziert und das Make-up dauerte natürlich zweimal so lange. Aber wir haben alles gut gemacht und es war eines der interessantesten Videos, die ich je gedreht hatte. Stop for a Minute, eine unglaublich gute Nummer, die ich immer sehr gerne mochte. Dieser Song wurde speziell für einen Tatort geschrieben, der damals vom Saarländischen Rundfunk gedreht wurde und dieser hieß Salut Palü. Da ich aus Saarbrücken komme, wollte der Regisseur unbedingt, dass auch dieser Artist, der da auftritt, aus dem Saarland kommt. Und das war nun mal ich. Es war sehr interessant für mich, da mal so ein bisschen reinzuschnuppern, wie so die Schauspieler, die damals auch Gudrun Landgräbe spielte mit, wie die sich benehmen, wie das alles so ablief. Und ich fand das unglaublich interessant. Und ich hatte eine kleine Nebenrolle und durfte praktisch meinen Song performen. Und da war ich unglaublich stolz drauf.
Heaven Can Wait, Doro gedreht. Gefährlich, gefährlich, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Wir haben dieses Video auf Ibiza gedreht. Und ich wurde mit einem Hubschrauber auf eine ganz kleine Insel gebracht, wo normalerweise nie ein Mensch den Fuß drauf setzt. Es lebten nur Möwen da. Nachdem der Hubschrauber weggeflogen war zur Besprechung, ich hatte nur am Boden ein kleines Walkie-Talkie, sagte man mir per Walkie-Talkie, geh noch näher an die Felskante. Und es ging da wirklich unglaublich steil nach unten. Und ich ging dann näher und tanzte und bewegte mich mit einem kleinen Rekorder zur Musik. Und der Hubschrauber kam. Und er kam immer näher, offen. Der Kameramann raushängend, angeschnallt. Und ich tanzte und schaute nicht in die Kamera und fühlte mich ganz frei. Und plötzlich kam der Hubschrauber so nah, dass es mich fast... Der Wind, damit habe ich nicht gerechnet, das hat mich fast vom Felsen gehauen. Also ich legte mich ganz flach hin und Michael ist fast ausgeflippt auf der anderen Seite, sagte, pass bloß auf und stürzte hier noch ab. Aber das Schlimmste war eigentlich, ich stand da während der Besprechung des Teams, die auf der anderen Felsenseite waren, stand ich da alleine und der Hubschrauber war plötzlich aus. Das heißt, es war ruhig. Jetzt kamen aber die Möwen wieder und attackierten mich. Anscheinend hatten die da ihre Brut irgendwo um die Ecke, ich hatte keine Ahnung. Und ich kam mir wirklich vor wie in dem Film Die Vögel. Also ich griff nur das Walkie-Talkie und sagte, lass uns bitte schnell weitermachen, die bringen mich um. Und weißt du, wie groß solche Möwen sind, wenn die mit Spannweite, also ich dachte wirklich, jetzt hört alles auf. Okay, es ging um die letzte Szene. Hubschrauber beeilt sich, weil ich gesagt habe, macht schnell, fliegt an. Kameramann mit so einer Kamera hängt sich raus und ich sehe, dass der Kameramann vergessen hat, sich anzuschnallen. Ich griff das Walkie-Talkie und schrie nur anschnallen. Plötzlich ging der Hubschrauber so, wieder zurück, wieder neu drehen. Es war ein Chaos, aber es war sehr, sehr gefährlich. Also ich habe praktisch dem Kameramann das Leben gerettet. Aber es war schon sehr witzig. Secret Land, auch eins meiner Lieblingsvideos, weil es so unglaublich natürlich gedreht wurde. Mit dicken Pullover. Ach, übrigens, es fand statt in Saint-Malo in der Normandie. Und es war unglaublich stürmig, direkt am Meer. Und 2 Kilometer im Meer gab es eine alte Burg mit einer riesigen Tür. Und Bule Bernd wollte unbedingt, dass wir da drehen. Ich wusste nicht, warum das ganze Filmteam so nervös wurde, denn es gab Einweisungen von dem Producer, Bule Bernd, damals Filmhaus München, der gesagt hat, ihr müsst genau um die Uhrzeit von dieser kleinen Insel da im Meer weg, denn sonst kommt die Flut und die kommt sehr, sehr schnell. Und wie das halt so ist, man hat 5 bis 10 Minuten Verspätung gehabt und wir rannten dann, das gesamte Kamerateam mit Licht und alles nach oben mit den Händen und rannten 2 Kilometer zum Strand und am Schluss standen wir wirklich bis über die Knie schon im Wasser. Und ich meine, das wäre, glaube ich, sehr teuer geworden, wenn die Kameras im Wasser gelandet wären. Es hat aber gerade noch geklappt. We'll Be Together, unglaublich schönes Video, finde ich auch. Producer Bule Bernd, Filmhaus München. Und es wurde gedreht in Cannes und auf Ibiza. Und ich fand es unglaublich easy wegen den Klamotten. Ich hatte nur ein langes T-Shirt und ein weites, langes Herrenhemd. Das Styling hat übrigens Michael gemacht. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Nur eine Szene beim Dreh hat mir nicht gefallen, da gab es ein schwarzes Seidenhemd und ich lag so auf dem Boden und so die nackten langen Beine und sagte, das ist mir ein bisschen zu sexy. Habe ich aber dann beim Schnitt, als ich dann gesehen hatte, dass es doch gut ausschaute, habe ich mich dann doch entschieden, es drin zu lassen. Around My Heart wurde in Los Angeles gedreht, auf dem Dach des ganz berühmten Künstlerhotels Chateau Marmont. In der Nacht, rundherum die Lichter und mein Barett habe ich heute noch. Und würde jederzeit auch das Kostüm heute noch aus dem Schrank nehmen und anziehen. Hiroshima war eine Coverversion von Wishful Thinking. Bavaria Filmstudios, da haben wir es gedreht.
Und ein Song, der mir persönlich sehr nahe ging, denn ich war damals mit Arabesque mehrere Male, 12 Mal insgesamt in Tokio und überall in ganz Japan auf Konzerttournee. Und wir waren auch zweimal in Hiroshima. Und als junges Mädchen war ich schon sehr geschockt, wenn du vorher in Kyoto warst, in einer alten, traditionellen Stadt. Und plötzlich in Hiroshima siehst du nur neue Gebäude und nur sehr junge Menschen. Und das ging mir persönlich sehr nahe. Naja, das war mir ein Bedürfnis damals, nach diesem Gefühl, was ich da erlebt habe, in meiner Solo-Karriere, das wirklich der neue Generation wieder mal rüberzubringen und mal wieder daran zu erinnern, an damals die Atombombe, August 45. Live Maybe Big Insanity. Gedreht haben wir es in London. Howard Greenhall war der Regisseur, meiner Meinung nach einer der besten Videoregisseure überhaupt. Und es war auch das einzige Video, wo ich eine Choreografin hatte. Und es war unglaublich anstrengend, immer wieder Szenen wiederholen und was geschwitzt und wieder neu pudern, wieder von vorne. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich unglaubliche Muskelkater hatte danach. Was ich noch habe aus diesem Video, ist diese Taschengürtel hier. Den mag ich heute noch gerne. Wie ihr seht, ich hebe alles auf. Soweit zu Live Maybe Big Insanity. One More Night, die Geschichte ist kurz erzählt. Gedreht haben wir es auf Mallorca und Ibiza. Der Regisseur war Dee Tradman und es war ein sehr besinnliches Video und die Musik spricht in diesem Video für sich. Don't Be Aggressive, auch wieder in London gedreht, auch wieder mit dem Regisseur Howard Greenhall. Für mich persönlich ist dieses Video Kunst. Es sind unglaublich schöne Bilder, unglaublich schöne Lichteinstellungen und vor allem die Dia-Projektion. Du siehst praktisch diese nackten Männerkörper, Rücken von hinten und dann wird mit einem, das Dia wurde da drauf projiziert und das Ganze dann gefilmt. Also, es war eine unglaublich schöne Atmosphäre, es war in einem uralten Haus, in einer alten Villa in London. Und es kam sehr schön rüber. Auch, da gab es auch noch mal eine Schlange, das sieht man ja in diesem Video, unter dem Stuhl. Und also es war einfach das Spiel zwischen Licht und Schatten und diese Weichheit, das kam unglaublich gut rüber. Es hat mir sehr gut gefallen. I Need Love, Regisseur Howard Greenhall, wurde auch wieder gedreht in London. Auch eins meiner absoluten Favorite-Videos überhaupt. Es war sehr, sehr gut gemacht. Sehr gute Statisten, sehr gute Tänzer, sehr sexy. Und ich hatte einen unglaublichen Spaß zu sehen, wie diese Profitänzer da auf diesen riesigen Eisenrädern, die jederzeit abstürzen konnten. Das war übrigens, ach ja, das war ein Wasserwerk, ein uraltes Wasserwerk in London, fällt mir gerade ein. Da wurde das gedreht und das waren riesige Eisenzahnräder und die hangen da oben drin. Und ich dachte, mein Gott, wenn jetzt einer abrutscht mit ihren Ballettschüchen, dann sind die tot, wenn die da unten ankamen, weil das war eine 30 Meter hohe Halle und die haben das gemacht und haben sich getraut und es war eine Hammer-Szene. Und was ich bei diesem Song besonders mag, ist eins der besten Nummern bei Live-Auftritten, denn da kann ich so richtig die Power rauslassen bei Live-Auftritten und richtig mal schreien, was ich sonst weniger tue. Johnny Wanna Live. Der Regisseur war Howard Greenhall und das Video wurde in London gedreht. Bei diesem Song während der Aufnahme musste ich weinen, weil ich bin dem Tierschutz sehr verbunden und kann überhaupt nicht begreifen, wie man Pelzmäntel tragen kann. Das geht mir einfach nicht in den Kopf, wenn man so unbedingt der Außenwelt zeigen will, was man hat, dann kann man das mit anderen Dingen wie Schmuck oder Autos zeigen. Ich kann nicht begreifen, dass da für einen Pelzmantel teilweise 400 bis 500 kleine Tierchen sterben müssen.
ganz seltene Tiere. Und mit diesem Song habe ich versucht, es rüberzubringen, das in die Köpfe der Leute reinzukriegen, was da eigentlich, symbolisch gesehen, was da eigentlich abläuft, wie auch diese Zeile for coats they wear on summer days, also für Mäntel, die sie praktisch im Sommer tragen, also sinnbildlich gesehen. Auch der Name Johnny Wanna Live war sinnbildlich, stand dieser Name für for all the creatures pain, also für sämtliche Schmerzen der Tiere, was sie ertragen müssen. Und damit das auch wirklich rüberkommt, um jemanden wach zu rütteln, hatten wir uns überlegt, Szenen von Greenpeace zu organisieren, wo auch Robben getötet werden. Und ich war beim Schnitt dabei und habe die Szenen teilweise bis zum Ende gesehen und musste dann raus. Ich konnte es nicht ertragen. Und Michael, der praktisch sämtliche Videos mitgeschnitten hat von mir. Ich habe ihn gebeten, er soll das so rüberbringen, dass man kapiert, um was es geht, aber bitte nicht jetzt genau der Schlag halt, ja? Wenn zum Beispiel eine Robbe getötet wird oder als der Elefant erschossen wird. Und sie haben es sehr, sehr gut rübergebracht und ich konnte es nicht ertragen. Ich musste raus während des Schnitts. Und auch während der Aufnahme, als ich da auf dem Sunset, auch heute noch, wenn ich auf der Bühne stehe und singe diesen Song, mir laufen die Tränen. Ich kann nicht anders. Es ist halt so. Tja, so viel zu Johnny Wanna Live. Ja, Maria Magdalena Remix 93. Das haben wir auch in London gedreht. Der Regisseur war Marcus Adams. Und die Idee war ganz einfach, wir wollten Maria Magdalena auch mal ein Video schenken. Und wir wollten auch Maria Magdalena nochmal einen neuen Sound geben, zu der damaligen Zeit angepasst. Ich meine, das erste Maria Magdalena war ja 85 und da hat sich einiges soundmäßig getan. Und das hat aber leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten und viele Fans kennen leider dieses meiner Meinung nach sehr gute Video nicht. Nights in White Satin, ja. Coverversion, Moody Blues. Gedreht haben wir es auf Ibiza in der Riesendiskothek Pascha an einem Nachmittag. So sah ich auch mal diesen Laden, wenn er leer war, was man sonst nicht so kennt. Und das Witzige daran war, ich war im 7. Monat schwanger und einer meiner seltenen Tage, die ich nicht im Krankenhaus bringen musste und zu Hause sein durfte. Und ich hatte wirklich so einen Bauch und der Hals und so Speckbacken. Klar, ich hatte bestimmt 25 Kilo mehr damals. Und man hat mich geschminkt und ich durfte nur stehen und man hat mich nur bis hierher gesehen. Und trotzdem am Schluss haben wir uns doch gedacht, wir stretchen das Bild ein bisschen, machen das Gesicht ein bisschen schmaler. Was man sonst bei meiner Figur eigentlich nicht zu tun braucht. Aber in diesem Falle haben wir das getan. Das war eigentlich ganz witzig. So, Secret Land, ein weiterer Remix. Gedreht haben wir es in Berlin. Der Regisseur hieß Thomas Job, ein sehr guter Freund von uns, ein waschechter Wiener und einer der besten Regisseure, die ich überhaupt kenne. Das war das erste Video nach meiner Schwangerschaft und deswegen auch Stylingänderungen und kurze Haare. Forever. Regisseur Thomas Job, gedreht haben wir es in Wien, geschnitten haben wir es in einem fantastischen Schneidestudio in Prag, wo auch sehr viele Amerikaner kommen und ihre Hollywood-Filme da schneiden. Das war sehr interessant. Die Trickszenen kamen aus Kanada und es war der erste Song nach 7 Jahren Pause von meinem letzten Album The Wheel of Time, was übrigens in den deutschen Charts auf Platz 8 war.